Hare Krishna, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich sitze hier in Sri Vrindavan Dham und einem sehr besonderen Platz. Hier im Hintergrund seht ihr einen Baum. Das ist ein Kadamba-Baum und dieser Baum ist über 5000 Jahre alt. Und dieser Baum oder dieser Ort hier heißt Kalyagat. Und Kalyagat repräsentiert den Ort, wo Krishna gegen die Schlange Kalya gekämpft hat. Und ja, wie kann so ein Baum über 5000 Jahre alt sein? Da gibt es eine sehr nice Geschichte. Eines Tages ist Garuda mit einem Pott voller Nektar hier über Vrindavan geflogen und hat ein, zwei Tropfen verloren. Und diese Tropfen sind genau auf diesem Baum gefallen. Und so wird gesagt, dass dieser Baum hier das älteste Lebewesen oder eines der ältesten Lebewesen in Vraj ist oder in Vrindavan Dham. Und ja, warum ist dieser Baum noch heilig für uns Vaishnavas? Weil von diesem Baum ist sozusagen Krishna in die Yamuna gesprungen. Und vor 5000 Jahren floss genau hier an diesem Ghat, genau an diesem Baum vorbei die Yamuna. Und eines Tages ist Krishna mit den Kuhhirtenjungen und den Kälbern und den Kühen hier an die Yamuna gekommen. Und Kalya war eine dämonische Schlange und man sagt auch, dass diese Schlange der König der Schlangen war. Und er hat sozusagen die ganze Yamuna und die Umgebung vergiftet. Und es wird gesagt, dass auch wenn Vögel über diesen Ort geflogen sind, sind sie sofort tot zu Boden gefallen. Und so kam Krishna mit den Kuhhirtenjungen eines Tages hierher und sie verspürten Durst. Sie wollten sich ausruhen und die Kuhhirtenjungen und die Kälber und die Kühe haben von der Yamuna getrunken. Und was ist passiert? Sie wurden auch vergiftet und sie sind sofort tot zu Boden gefallen. Und als Krishna das sah, hat er gesagt, ich muss diese Schlange Kalya bestrafen. Und so ist er auf diesen Baum hier im Hintergrund von mir geklettert und ist von dem Baum aus in die Yamuna gesprungen, hat ganz viel Lärm gemacht, hat sozusagen das Aufsehen auf sich gerichtet und Kalya hat ihn angegriffen. Und Krishna hat mit Kalya gekämpft, in der Yamuna, im Wasser, außerhalb. Und dann wird beschrieben, dass Kalya hatte viele Köpfe. Manchmal wurde gesagt, er hat über 100 Köpfe. Und auf jeden dieser Köpfe, Krishna ist von jedem dieser Köpfe hin und her gesprungen, von einem zum anderen und hat gekämpft gegen Kalya. Und er hat nicht nur gekämpft, er fing an, auf ihr zu tanzen. Und er hat so doll auf ihr getanzt und hat sie mit seinen Lotusfüßen getreten und sie bekämpft, dass sie dann Feuer gespuckt hat und am Ende hat sie Blut gespuckt und hätte fast ihren Körper aufgegeben. Aber warum hat sie den Körper nicht aufgegeben? Das ist eine sehr nice Stelle, nämlich die Frauen von Kalya kamen und haben Krishna Gebete dargebracht. Und das kann man auch im Krishna-Buch nachlesen oder im Srimad Bhagavatam. Und diese Gebete sind sehr, sehr nice. Und sie beten zu Krishna, bitte verschone doch unseren Ehemann. Er ist von dämonischer Natur, bitte verschone ihn. Und Krishna hat sozusagen diesen Gebeten Folge geleistet und hat sozusagen Kalya nicht getötet, sondern hat ihn bestraft, hat ihn gewarnt, hat gesagt, du verlässt jetzt sofort Vrindavan Dham, du verlässt sofort die Yamuna und gehst mit deinen Frauen irgendwo anders hin. Und ja, warum ist Kalya hergekommen? Weil natürlich er Angst hatte vor Garuda, weil wie wir wissen, Garuda isst gern Schlangen. Und weil er Angst hatte vor Garuda, hat er zu Krishna gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Kalya hatte Angst vor Garuda. Und Krishna hat gesagt, nun pass auf, du wurdest gesegnet durch die Fußabdrücke auf deinen verschiedenen Köpfen. Garuda wird diese Fußabdrücke sehen und er wird dich nie wieder belästigen. Und das ist die Geschichte hier zu diesem Kalyagat, das wunderschön angelegt wird. Ich werde euch noch mit ein paar Aufnahmen hier zeigen, wie schön das alles restauriert wurde. Und ihr hört es auch im Hintergrund. Im Hintergrund ist ein Kirtan gerade zugange und das ist eine ganz große Pilgertruppe hier. Und sie freuen sich auch, dass sie hier den Darshan nehmen können von diesem heiligen Platz. Und so pilgern heute auch über 5000 Jahre später an diesen Kalyagat jeden Tag verschiedene Vaishnavas und bringen Krishna, Kalya und diesem heiligen Baum sozusagen ihre Ehrerbietung da. Sri Vrindavan Dham Ki Jai. Hare Krishna. Krishna
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Wir waren eben am Kalia-Ghat, jetzt sind wir hier an einem anderen Tempel, der gleich 1 Minute vom Kalia-Ghat entfernt ist. Und diesen Tempel seht ihr im Hintergrund, das ist der Kalia Madan Tempel. Und Kalia-Ghat hatte einen Baum, von dem Krishna direkt in die Yamuna gesprungen ist, um gegen Kalia zu kämpfen, der über 5000 Jahre alt ist. Und hier in diesem Tempel hinter mir ist ein Deti, der wurde vom Grandson von Krishna, Prajvanabha, wurde er installiert und ist auch über 5000 Jahre alt. Und da sieht man in dieser Deti-Form, wie Krishna mit Kalia spricht. Im Hintergrund sind die Frauen, die dann später zu Krishna Gebete darbringen. Ich konnte leider keine Aufnahmen in diesem Tempel machen, aber ich werde euch hier dieses Tempelgelände einmal zeigen. Und es ist sehr schön. Und ja, Hare Krishna. Hare Shyam. Nachdem Krishna gegen Kalia gekämpft hatte, war er sehr müde und er war sehr nass und ihm war sehr kalt. Und dann ging er zu diesem Berg hier im Hintergrund, den ihr seht, wo jetzt der Madan Mohan Tempel drauf erbaut wurde. Und auf diesem Berg legte sich Krishna und Surya, die Sonne, erwies Krishna einen sehr nicen Dienst. Und sie erweiterte sich in 12 Formen und in diesen 12 Formen wärmte sie Krishna und nicht nur wärmte, machte ihn trocken und machte die ganze Umgebung wieder trocken. Und auf dem Berg oben ist ein kleiner Schrein, wo man sich genau daran erinnern kann. Und den zeige ich euch auch gleich mit ein paar Aufnahmen. Und ja, und dann später kam Sanatan Goswami hier genau an diesen Hügel und hat auf diesem Berg oder in der Nähe dieses Platzes hat er sein Bhajan Kutir sozusagen etabliert. Und dann später den Madan Mohan Tempel erbaut. Und die Geschichte zum Madan Mohan Tempel werdet ihr im nächsten Video finden. Den Link seht ihr hier. Hare Krishna.